So, hier sieht man jetzt meinen 360-Grad-Kopter Eigenbau. Ich sehe gerade aktuell mit der Samsung Gear 360 Kamera. Und der Trick an der Sache ist, dass der durch wie die Kamera montiert ist, vom Kopter selber nichts im Bild zu sehen ist. Das heißt, das ist eigentlich ein 5 Zoll Racecopter von der Ausstattung her. Und naja, ich habe jetzt alles so untergebracht, dass eben nichts im Blickwinkel von der Kamera selbst erfasst wird, Das Kritischste ist tatsächlich hier einen Akku zu finden, der dünn genug ist und genau, vor allem noch nicht aufgegangen ist, und sieht man in dem Bild nachher den Kopter selber nicht. Wie gesagt, das ist ein 5 Zoll Kopter. Ich habe hier so relativ günstige Motoren mir hier besorgt. Das sind solche R-Vector-Motoren. Ich glaube, das sind 2305 und 2306 Motoren. Die sind relativ kompakt von der Höhe her, auch mit der Schraube und so weiter, was auch wichtig war an der Stelle. Vorne habe ich eine kleine Kamera drauf gemacht, eine Runcam Microswift ist es, glaube ich. Also das ganze Ding habe ich schon vor über 2 Jahren mal gebaut. Es gibt auch schon ein paar Videos auf meinem Kanal, die ich damit gemacht habe. Was ich gemacht habe, das Ganze ist auf dem Martian Frame von, ja, letztendlich ist es so ein Nachbau so ein Alien-Nachbau gewesen, wo ich praktisch die ganzen Topplatte und obere und untere Platte hier zusammengeschraubt habe und dann über 2 3D-Druckteile, also mit 2 Teile gedruckt. Hier sieht das hier vorne, genau, das ist hier, wird hier nur durch das Band nachher festgehalten. Hier kann man auch verstellen, je nach Akku, nach vorne und nach hinten schieben, das Teil. Und hier hinten für die 360-Grad-Kamera ist hier praktisch festgeschraubt und hier auch unten verschraubt, beziehungsweise verklebt mit dem Rahmen, den ich hier auch abschneiden musste. Das war eigentlich das Einzige, was man hier wirklich modifizieren musste, das hier abschneiden, den Rahmen kürzen, Platten zusammenschrauben und dann diese 3D-Druckteile machen. Die 3D-Druckteile habe ich den Link in der Beschreibung unten. Könnt ihr auf Thingiverse euch runterladen und auch ausdrucken. Damit lässt sich dann dieser Kopter so bauen, mit dem entsprechenden Frame. Also was ich hier für einen Controller habe, ist ein F4 Omnibus. Das ist so ein All-in-One, der eben sogar noch einen Videosender mit drauf hat. Würde ich heute nicht mehr machen. Funktioniert aber einigermaßen. Ich habe so eine Pigtail-Antenne drauf, als fürs Videosignal. Das geht einigermaßen. Das ist auch nicht für absolut weite Strecken, ist es nicht geeignet, aber für so mal was abfliegen ist es ganz gut. Das Bild eigentlich. Und ja, das Blöde an der Sache ist natürlich das Landen immer. Das Starten, okay, da kann man auf fast noch weichen Unterlage starten, aber beim Landen ist halt immer hier, wie man sieht, natürlich immer das Glas im Weg. Und einmal falsch gelandet, schon ist die Kamera kaputt oder das Glas kaputt. Hatte bis jetzt wirklich Glück. Ich bin auch nicht sehr oft geflogen damit bis jetzt, eben auch aus dem Grund. Wobei man sagen muss, die Kamera selbst kriegt man mittlerweile bei eBay ja, für 30, 40 Euro. Da habe ich die teilweise bekommen. Und ja, warum jetzt die Gear 360 ist jetzt nicht gerade unbedingt die beste 360-Grad-Kamera. Na gut, im Vergleich zu sowas wie der Insta360 ist halt so, die ist halt sehr viel schmaler und da würde ich jetzt halt mir schwer tun, da in diesem Bereich einen Kopter unterzubringen mit den ganzen Bauteilen. Das ist halt hier der Vorteil von der Gear 360. Gut, was noch meine Idee war hier eigentlich dann eine Insta360 Evo zu benutzen. Habe ich hier mal eine gebraucht mal gekriegt, die als kaputt gekauft. Leider konnte ich sie auch nicht reparieren, das heißt, die ist defekt. Hat aber auch nur 10 Euro gekostet. Aber genau, aber die Idee wäre hier noch so eine Evo drauf zu machen. Habe ich mir bis jetzt aber noch gespart, weil ich mir auch nicht ganz sicher bin, die Evo ist doch ein bisschen dünner wie die Gear 360, aber ich glaube, in dem Bereich sollte sich auch ein Kopter unterbringen lassen. Vielleicht muss man noch ein bisschen was anpassen dann. Ja, also wie gesagt, das wäre der Ausblick. Ich hoffe, ich kriege es mal irgendwann hin, hier doch eine Evo zu bekommen, günstig. Der Preis ist immer noch nicht gefallen, die sind immer noch sehr teuer.
Mal schauen, vielleicht wird es irgendwann günstiger. Jetzt ist ja die neue 360 One R, Insta360 One R rausgekommen. Die ist aber, glaube ich, immer noch ein Tick zu dünn. Und auch von der Qualität her ja nicht viel besser jetzt bei 360 Grad Aufnahmen wie zum Beispiel die Evo. Jetzt mal schauen, wie das Ganze aussieht, wenn das Ding fliegt. Ja, ich mache hier mal ein paar Aufnahmen bei uns im Garten hier. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow